Wer die Geldversorgung Großbritanniens kontrolliert, kontrolliert das britische Empire. Nathan Rothschild. Diese Worte sind kein Mythos. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis einer Familie, die Finanzmärkte formte, Kriege beeinflusste und das Schicksal ganzer Nationen lenkte. Die Rothschilds waren mehr als nur eine reiche Bankiersdynastie. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht wagte es kaum ein Politiker, eine Entscheidung zu treffen ohne ihre Zustimmung. Bis heute unterschätzen viele, wie tief ihr Einfluss in der modernen Welt verankert ist. Nathan Rothschild sagte einmal: „Es ist mir egal, welche Marionette auf dem Thron Englands sitzt“, denn er verstand früh, dass nicht Könige oder Präsidenten die Welt regieren, sondern Geld. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1744, Frankfurt am Main. In der engen Judengasse lebten über 3000 jüdische Menschen auf engstem Raum. Sie waren umgeben von Verboten, Diskriminierung und sozialer Isolation. Nachts durften sie die Gasse nicht verlassen. Öffentliche Orte waren tabu. Selbst das Zusammenstehen in Gruppen war verboten. Hier wuchs Meyer Amschel Rothschild auf. Eigentlich war für ihn ein anderes Leben vorgesehen. Er sollte Rabbiner werden. Doch der frühe Tod seiner Eltern änderte alles. Meyer brach sein Studium ab und begann eine Lehre in einem Bankhaus. Eine Entscheidung, die den Lauf der Geschichte verändern sollte. Dort lernte er den Handel mit seltenen Münzen aus dem römischen, persischen und byzantinischen Reich. Begehrte Sammlerstücke europäischer Eliten. Schnell erkannte Meyer, dass Reichtum nicht nur aus Gold besteht, sondern aus Information, Timing und Vertrauen. Mit nur 19 Jahren kehrte er nach Frankfurt zurück und baute ein eigenes Handelsgeschäft auf. Sein Talent blieb nicht unbemerkt. Der Kronprinz von Hessen ernannte ihn zum Hoflieferanten. Ein sozialer Aufstieg, der für einen jüdischen Händler nahezu unvorstellbar war. Nun begann Meyer Rothschild mit einem genialen Plan. Er schickte seine 5 Söhne in die wichtigsten Finanzzentren Europas: Frankfurt, London, Paris, Wien, Neapel. Seine Regeln waren einfach und brutal effektiv. Arbeitet mit den Herrscherhäusern und haltet das Geschäft innerhalb der Familie. Das war keine Expansion, das war Risikostreuung auf kontinentaler Ebene. Die Rothschilds wurden zur ersten wirklich internationalen Bank der Geschichte. Dann kam der Krieg. Die französischen Revolutions- und napoleonischen Kriege verwandelten Europa in ein finanzielles Minenfeld und gleichzeitig in eine Goldgrube. Die Rothschilds finanzierten beide Seiten. In Paris unterstützte Jacob Rothschild Napoleons Armee. In London finanzierte Nathan Rothschild die britischen Truppen unter Wellington. Als sich abzeichnete, dass ein britischer Sieg profitabler wäre, änderte die Familie ihre Strategie. Nathan begann britische Staatsanleihen aufzukaufen, während die Märkte in Panik verfielen. Dank eines eigenen Kuriersystems erfuhr Nathan einen ganzen Tag vor der britischen Regierung von Napoleons Niederlage bei Waterloo. Er handelte sofort, er verkaufte und er verdiente ein Vermögen. Doch Macht hat ihren Preis. Napoleon hatte den Juden Gleichberechtigung gewährt. Dass eine jüdische Familie seine Feinde unterstützte, wurde in Frankreich als Verrat gesehen. Die Rothschilds wurden zum Symbol für internationalen Kapitalismus, Finanzmacht und soziale Ungleichheit. Sie wurden zum Sündenbock einer Welt im Wandel. Meyer Rothschild traf eine weitere brillante Entscheidung. Die Familie investierte nicht in Güter, die leicht beschlagnahmt werden konnten. Kein Land, kein Gold. Stattdessen setzten sie auf liquide Werte, Aktien, Anleihen, Schulden. Bei Pogromen oder Enteignungen gab es nichts zu zerstören. Zusätzlich hielt die Familie ihr Vermögen durch gezielte innerfamiliäre Ehen zusammen, ähnlich wie die Habsburger. Im 19. Jahrhundert finanzierten die Rothschilds Eisenbahnen, Bergbau, Öl, Versicherungen und die Staatsanleihen ganzer Nationen.
Sie retteten Staaten vor dem Bankrott, sie ermöglichten Großbritanniens Kontrolle über den Suezkanal, sie finanzierten Persönlichkeiten wie Cecil Rhodes und indirekt den Aufstieg von De Beers. In den USA unterstützten sie John D. Rockefeller und den Aufbau von Standard Oil, dem ersten großen Ölmonopol der Geschichte. 1917 war die Balfour-Erklärung, die den Grundstein für Israel legte, an Lionel Walter Rothschild adressiert. Die Familie hatte bereits seit Jahrzehnten jüdische Siedlungen finanziert. Gleichzeitig engagierten sich die Rothschilds massiv philanthropisch. Krankenhäuser, Waisenhäuser, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Wissenschaft und Kunst. Doch auch Imperien zerfallen. Neapel schloss 1863, Frankfurt 1901, Wien wurde durch die Nazis zerstört, Paris 1982 verstaatlicht. Nur London überlebte. 2008 wurden die Familienvermögen erneut vereint. Heute ist die Rothschild-Familie aktiv in Finanzdienstleistungen, Energie, Bergbau, Immobilien und über 25 Weingütern weltweit. Eine ihrer Banken meldete 2022 $3,2 Milliarden Umsatz, 109 Milliarden $ verwaltetes Vermögen. Das geschätzte Gesamtvermögen der Familie liegt bei über 1,2 Billionen $. Ob man sie bewundert oder kritisiert, die Rothschilds haben die Welt verändert. Ihre Geschichte zeigt, wie ein einziges Ereignis den Lauf der Geschichte wenden kann. Hätte Meyer Rothschild Rabbiner werden dürfen, wäre Europas Geschichte vielleicht völlig anders verlaufen. Wenn du bis zum Ende geblieben bist, schreib ein Psaili in die Kommentare. Vergiss nicht zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.